Ja, die Geräuschkulisse in den australischen Wäldern ist etwas, was mir wohl immer im Gedächtnis bleiben wird. In den folgenden Bildern möchte ich euch den Crater Lakes National Park vorstellen. Der befindet sich in den Atherton Tablelands, rund 60 Kilometer südlich von Cairns, in der Nähe der Stadt Jungabarra. Zunächst waren das zwei extra Nationalparks, also jeder See für sich, und die wurden schon 1934 sozusagen eingerichtet und 1994 dann zusammengelegt. Der Park ist touristisch relativ gut erschlossen. Es gibt jeweils einen Rundweg um die Seen und an den Seen gibt es Picknick-Areas mit Barbecue und so weiter, wie sich das in Australien so gehört. Und das Besondere an den Seen oder an der Natur ringsherum sind relativ viele Vogelarten dort heimisch, rund 180 oder so habe ich gelesen. Und dazu noch Reptilien, also Schlangen. Und ja, halt so tropische Vegetation. Und in den folgenden Bildern möchte ich euch die Gegend da so ein bisschen vorstellen. Heute bin ich unterwegs an den Kraterseen Lake Eacham und Barreen. Links um die Kraterseen ist Regenwald. Den Rest erzähle ich euch so ein bisschen unterwegs. Um die richtige Regenwaldatmosphäre zu meinen Bildern und Tönen zu kriegen, macht Sinn, so schnucklige 28, 29 Grad im Raum zu haben, an die 100% Luftfeuchtigkeit und um den Effekt körperlich nachzuvollziehen, einfach noch ein paar Mücken mit einladen und dann viel Spaß beim Zusehen. Im Hintergrund seht ihr die Picnic Area am Lake Eacham, einer von zwei Kraterseen, in der man auch baden gehen kann, weil es keine Krokodile hier gibt. Ja, dieser Barbecue-Flächen für meine Begriffe ziemlich sauber für so einen öffentlichen Platz. Ist schön nicht schlecht. Ja, habe ich gerade geschwindelt, als ich gesagt habe, hier gibt es keine Krokodile. Ich lese gerade, dass es hier zumindest die Freshies, die Frischwasser-Krokodile gibt. Also nicht die richtig großen Salzwasser-Krokodile, die dann doch schon ziemlich gefährlich sind. Aber mal spielen sollte man mit den Frischwasser-Krokodilen auch nicht. Hier unten habe ich gerade eine Schlange entdeckt. Bei diesem Exemplar handelt es sich um eine Rotbauch-Schwarzotter. Sie zählt zwar nicht zu den extrem giftigen Schlangen, doch auch hier wurde bereits von einigen Todesfällen berichtet. Und besonders für Kinder kann das schon sehr, sehr dramatisch sein. Sie kommt in ganz Australien vor, zählt als nicht so sehr beißwütig, aber trotzdem wie bei allen Schlangen
ist es doch besser, auf Entfernung zu bleiben. Ja. Ich bin hier jetzt am zweiten der Kraterseen unterwegs, den Lake Perrine. Wie auch schon am Lake Eacham geht hier ein Weg ringsrum. Am Lake Eacham war 3 Kilometer, hier sind es jetzt 5 Kilometer. Jetzt werde ich mal abgehen und gucken, was es so links und rechts vom Weg so zu sehen und zu hören gibt. Wenn man hier zu Fuß in Australien unterwegs ist, gibt es nicht nur die Tierwelt, die einem nach der Gesundheit trachtet sozusagen, Schlangen, Spinnen, Krokodile, sondern es gibt auch jede Menge Pflanzen, die einem nicht so gut tun. Also normalerweise ist man nicht so wie ich hier im Busch unterwegs, aber ich bin ja auf dem Weg und dann
Okay, hier hat man einen Nebenweg gleich. Ich würde mal sagen, eine Art Palme. Und wenn man sich da den Stiel anguckt, dann hat man nie das Gefühl, da näher ranzuwollen. Neben der Palme gibt es dann auch noch den sogenannten Stinging Tree. Das ist ähnlich bewaffnet wie das Teil. Da sollte man auch überhaupt nie mal aus Versehen reinfallen oder damit zu tun haben, weil die Stacheln bohren sich ordentlich rein und erzeugen auch teilweise allergische Reaktionen, wo es dann auch ein bisschen kritisch werden kann. Also massive Schwellungen und so weiter. Und dann gibt es noch eine Art kleine Liane. Die haben die Australier nicht umsonst Wait a while genannt. Warte mal ein bisschen. Weil wenn man sich da verfängt, dann muss man erstmal anhalten, ein Stückchen zurück. Und die Haltestacheln, sage ich mal, in die richtige Richtung aus der Kleidung im Idealfall wieder rausschieben. Diese Liane hat die Stacheln nie, um uns zu ärgern, sondern um sich, so ähnlich wie man es hier jetzt sieht, am Baum festzuhalten und dann ein bisschen in Richtung Licht zu gehen. Und was ich auch noch gesehen habe, blende ich mal mit ein, so spitz zu laufende Blätter mit auch ordentlich Haken dran. Also nicht nur auf das, was so mehr oder weniger vor einem rumkreucht, achten, sondern auch was so mehr oder weniger reglos im Weg rumsteht. Also es ist nie unbedingt ein Spaß, da durch so ein Dickicht sich zu bewegen. Das sollte man dann Leuten überlassen, die da lange Erfahrung damit haben. Da oben ist ein sogenannter Basket Fern, also Korbfarn. Sieht man teilweise auch viel weiter oben im Baum. Richtig wie so ein Korb ringsrum um den Baum rum. So kann man sich natürlich auch irgendwo festkrallen und einen besseren Platz in der Sonne festbrettern. Nur sagen 2 Meter, 3 Meter vom Ufer entfernt. Und trotzdem habe ich keine Chance, irgendwie mal einen freien Blick auf den See zu haben. Das wird alles von den Pflanzen okkupiert. Aber vielleicht irgendwo mal zwischendrin, dass man mal einen Blick draußen beschweifen lassen kann. Das ist wieder ein ganz schön massiver Stamm. Der Baum, der hier zu Fall gebracht worden ist. Ich würde mal sagen, 3/4 Meter Stammdurchmesser. Und schon ganz schöne Geräte.
gutes Beispiel, wie so ein, sagen wir mal, normaler Regenwaldbaum von einem sogenannten Fig Tree eingeschlossen wird. Kann ich jetzt hier auf der Seite und auf der Seite zu sehen. In der Mitte sieht man den Rest in dem Originalbaum, sage ich jetzt mal. Irgendwann mal wird man von dem Originalbaum gar nichts mehr sehen, dann ist der Fig Tree hier ringsrum gewachsen und im Inneren zerfällt dann der Originalbaum und man hat dann praktisch einen Hohlraum in der Mitte, der natürlich gut ist für verschiedene Tiere als Brutmöglichkeit, als Versteckmöglichkeit. Und was man hier auch noch gut sieht, die sogenannten Buttress Roots, diese, ich sag mal, stegförmigen Auswüchse, die Wurzeln rausgehen. Ich versuche es mal ohne mich jetzt noch ein bisschen besser einzufangen. Mir ist gerade eingefallen, eingedeutscht heißen die, glaube ich, Brettwurzeln. Und was ich auch gerade noch gesehen habe, eine weitere Pflanze, die sich bewaffnet hat, nämlich diese hier. Bei dem Exemplar sieht man jetzt deutlich, dass von dem Originalbaum, der dem Fig Tree sozusagen ermöglicht hat, ans Licht zu kommen, nichts mehr übrig ist. Eine wunderbare Geräuschkulisse. Nicht? Was ich noch hoffe zu sehen, sind Schildkröten. Die sollen hier manchmal auf den abgestorbenen Stämmen sich ausruhen. Dort, wo ich gestartet bin, am gegenüberliegenden Ufer, dort, wo jetzt der Ast hier so reinhängt, dort startet auch, glaube ich, mehrmals am Tag ein Boot zu einer Rundtour. Und nach kühlen Nächten sieht man wohl manchmal am Rand hier auf den Blättern, wie sich Schlangen, oftmals Pythons, sonnen und ein bisschen aufwärmen für die Aktivitäten tagsüber.
fallender Baum, was da von der Schneise hier reinreißt und alles, was sich daran befestigt hatte, mit zu Boden bringt. Am Boden sehe ich hier einen Haufen kleine Eidechsen rumwischen, die den Sonnenspot nutzen, um sich zu wärmen. Könnt ihr euch vorstellen, dass man da keine Lust hat, nähere Bekanntschaft zu machen mit diesen Blättern. Wir haben also wieder zwei Exemplare, zwei recht große Exemplare von Kauribäumen. Die sind verwandt mit denen in Neuseeland. Hier steht jetzt Stammumfang unten 6 Meter und Höhe 45 Meter. Das ist schon ein bisschen was. Ich habe jetzt gleich den Parkplatz wieder erreicht und kann sein, dass es für heute alles gewesen ist. Kann auch sein, dass wir noch Buck und Edna mit mir noch eine Runde Offroad fahren über so kleine Seitenstraßen. Das werde ich gleich rausfinden. Peanut shell and will be fantastic. Just showing the normal Australian road conditions. In a shaky video.
This is an excellent road, this one. We could take you on ones that are We don't want to go on them really Oh, because okay. they're proper four-wheel drive. particularly up to the wind. Hier sind wir an einer Camp Area am Tinaroo Lake. Am Rand vom Tinaroo Lake oder auch Lake Tinaroo. Der Aussichtspunkt nennt sich Platypus Rock und wie man mir gesagt hat, sieht man von hier oben gar nicht. Geht trotzdem mal hoch. Spaß ist es wert. Hat man von hier oben so ein kleines bisschen andere Perspektive auf den Wald. Aber ansonsten ist der Aufwand, ja, Geländer und Treppen und so weiter einzurichten. Bisschen für die Katze. Im nächsten Film geht es dann in den Chileco und Mungana Caves National Park. Bis dahin, tschüss.